Vorwort. Wir haben den Vortrag von Dr. Reut sorgfältig angehört, das Begleitmaterial gelesen und einer detaillierten Analyse unterzogen. Die Präsentation enthält eine Fülle an Beobachtungen, Hypothesen und experimentellen Ansätzen, weshalb wir unsere Auswertung in 3 übersichtliche Teile gegliedert haben. In Teil 1 stellen wir systematisch dar, welche Forschungsfragen Dr. Reut verfolgt, welche Methoden zum Einsatz kommen und welche vorläufigen Ergebnisse er vorlegt. Unser Team aus Analysten und Peer-Reviewern erläutert Begriffe, ordnet Befunde ein und macht wissenschaftliche sowie sicherheitsrelevante Implikationen für die Foundation-Praxis nachvollziehbar. Für dieses Video haben wir die visuellen Elemente bewusst etwas reduziert, um den Fokus klar auf die Informationen und deren verständliche Übermittlung zu legen. Unser Team hat über mehrere Wochen hinweg an dieser Analyse gearbeitet, damit jedes Detail stimmt, Zusammenhänge klar dargestellt werden und die Inhalte für alle Interessierten verständlich bleiben. Ziel dieser Reihe ist es nicht nur zu berichten, sondern die Inhalte so aufzubereiten, dass sie für alle nachvollziehbar sind. Wir benennen Annahmen, zeigen mögliche Limitationen der Studie auf und heben Bereiche hervor, die weiterer Untersuchung bedürfen. Einführung. Der Geist als anomale Energiequelle. Die Psionik gehört zu jenen Forschungsgebieten, die selbst innerhalb der Foundation nur zögerlich diskutiert werden. Sie ist weder reine Wissenschaft noch reine Mystik. Sie ist die Schnittstelle zwischen dem, was wir denken, und dem, was existiert. Dr. Reut, einer der führenden Köpfe des Standort DE4, beschreibt Psionik in seinem Vortrag als eine Parawissenschaft, die übernatürliche Phänomene allein durch die Kraft des Geistes untersucht und anwendet. Keine Zauberei, keine Realitätsverzerrung, keine externe Energiequelle, nur der menschliche Verstand selbst. Damit stellt sich sofort die zentrale Frage: Was ist ein Gedanke wirklich? Die Foundation weiß längst, dass Gedanken mehr sind als elektrische Impulse. Jeder bewusste Prozess, Erinnerung, Vorstellung, Emotion, erzeugt eine Form von Energie, die über das messbare Gehirn hinausgeht. Reut nennt sie psionische Energie, ein anomales Nebenprodukt des Bewusstseins selbst. Gedanken sind also nicht nur in den neuronalen Netzen des Gehirns verankert, sondern existieren gleichzeitig als eigenständige Entitäten in einer nicht materiellen Ebene. Mit jedem Gedanken formen wir also winzige Felder aus psionischer Energie. Felder, die miteinander in Wechselwirkung treten, sich überlagern, beeinflussen und verstärken können. Diese unsichtbare Struktur, in der all unsere Gedanken miteinander verwoben sind, wird als psionische Matrix bezeichnet. Sie ist das energetische Abbild unseres Bewusstseins und zugleich das Fundament all jener Phänomene, die man gemeinhin als übernatürlich bezeichnet. Was ist Psionik? Gedanken als Energieform. Die Definition, die Dr. Reut in seinem Vortrag gibt, ist bemerkenswert präzise. Psionik ist die Wissenschaft der übernatürlichen Wechselwirkungen, die allein durch mentale Aktivität entstehen. Damit unterscheidet sie sich fundamental von Taumaturgie oder Realitätsbeugung. Sie ist keine Manipulation äußerer Kräfte, sondern eine Aktivierung innerer Mechanismen. Psionische Energie funktioniert nach eigenen Regeln. Wie Elektrizität Magnetfelder erzeugt oder Masse Gravitation, so erzeugen Gedanken psionische Felder. Die Stärke eines solchen Feldes hängt von 2 Faktoren ab: der Informationsdichte des Gedankens, also wie komplex und bedeutungsvoll er ist, und der Intensität, mit der das Gehirn ihn verarbeitet. Je stärker und emotionaler ein Gedanke ist, desto größer seine psionische Ladung. Eine traumatische Erinnerung, ein Moment purer Angst oder Freude, sie alle hinterlassen tiefe Spuren im psionischen Gefüge. Innerhalb des Bewusstseins bilden diese Felder ein Netz unzähliger Überlagerungen. Diese Matrix aus Energie und Information bestimmt nicht nur unsere Persönlichkeit, sondern auch unsere Fähigkeit, auf psionischer Ebene zu agieren. Jeder Mensch besitzt eine solche Matrix, aber nur wenige können sie gezielt beeinflussen. Die Psioniker, Menschen, die jenseits der Gedanken wirken. Psioniker sind jene Individuen, deren mentale Struktur instabil oder besonders durchlässig für psionische Energie ist. Sie können die Felder anderer wahrnehmen, formen oder aktiv stören. Die häufigste und zugleich bekannteste Form psionischer Aktivität ist die Telepathie. Ein Telepath überlagert das eigene psionische Feld mit dem einer anderen Person, wodurch Informationen direkt zwischen 2 Bewusstseinen fließen. Doch die Unterschiede sind entscheidend. Kommunikative Telepathen übertragen lediglich Gedanken. Sie hören, lesen und senden Informationen.
Kontrollierende Telepathen dagegen verändern sie. Sie überschreiben Erinnerungen, manipulieren Emotionen, verändern Persönlichkeitsmuster. Diese Form der psionischen Kontrolle ist von der Foundation streng überwacht und nur in isolierten Testumgebungen erlaubt. Denn der Eingriff in eine fremde Matrix bedeutet, die Integrität einer Person selbst zu verändern. Eine Handlung, die nicht nur ethisch, sondern auch realitätsstabilisierend gefährlich ist. Darüber hinaus existieren weitere Formen. Hellseher, die psionische Rückstände lesen, Telekinetiker, die Energie in Bewegung umwandeln, und Präkognitive, die scheinbar jenseits der Zeit agieren. Vor allem letztere bleiben ein Rätsel. Kein psionisches Modell kann erklären, wie ein Gedanke auf Informationen zugreifen kann, die noch nicht existieren. Vielleicht, so spekulieren einige Forscher, liegt die Antwort darin, dass psionische Felder außerhalb linearer Zeit wirken. Oder das Bewusstsein selbst nicht vollständig an die Realität gebunden ist, die wir wahrnehmen. Die Mechanik des Geistes, Felder, Ströme, Rückstände. Dr. Reut beschreibt psionische Wechselwirkungen mit fast schon physikalischer Präzision. Verbindet sich die Matrix eines Individuums mit einem externen Feld, entsteht ein sogenannter psionischer Strom. Eine energetische Brücke zwischen zwei Bewusstseinen oder Objekten. Diese Ströme bilden die Grundlage für jede psionische Interaktion, ob Telepathie, Telekinese oder Wahrnehmung. Ein weiteres zentrales Konzept sind die psionischen Rückstände. Jeder Mensch, jedes Lebewesen und jeder bewusste Beobachter hinterlässt beim Wahrnehmen seiner Umwelt winzige Mengen psionischer Energie. Sie enthalten Informationen über das, was gesehen, gehört oder gedacht wurde, und können von Psionikern ausgelesen werden. Hellseher greifen auf diese Rückstände zu und lesen sie, ähnlich wie ein Archäologe eine Fossilie untersucht. Je häufiger ein Objekt betrachtet wurde, desto stärker wird der Rückstand, da jede Wahrnehmung ihn erneuert. Telekinetiker dagegen manipulieren diese Rückstände aktiv. Anstatt sie zu lesen, verstärken sie die Energie an der Schnittstelle zwischen sich und dem Zielobjekt, wodurch psionische Energie in kinetische Energie umgewandelt wird. Das Ergebnis: Bewegung durch Gedanken. Eine seltene Unterform, die Pyrokinetik, erzeugt thermische Energie auf demselben Prinzip. Für die Foundation sind solche Individuen von höchstem Interesse, da sie nicht nur die Grenzen der Physik, sondern auch die Stabilität lokaler Realitätsanker gefährden können. Grenzen des Verständnisses. Wenn der Geist zu weit reicht. Trotz jahrzehntelanger Forschung bleibt Psionik ein unvollständiges Puzzle. Die Foundation kann Effekte beobachten, messen und katalogisieren, aber nicht in ihrer Gesamtheit begreifen. Es gibt Anzeichen, dass psionische Aktivität über den individuellen Geist hinaus in kollektive Bewusstseinsfelder reicht, die ganze Populationen verbinden. Solche Strukturen könnten erklären, warum sich Emotionen oder Ideen innerhalb von Gruppen wie Wellen ausbreiten. Nicht nur durch Sprache, sondern durch unbewusste psionische Resonanz. Der Gedanke, dass Bewusstsein selbst ein physikalischer Faktor im Universum sein könnte, stellt alles in Frage, was wir über Realität wissen. Vielleicht sind Gedanken nicht nur passive Begleiter der Materie, sondern ihr Ursprung. Bedeutung für die Foundation: Kontrolle des Unkontrollierbaren. Für die SCP Foundation ist Psionik ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bietet sie Einblicke in die Struktur des Bewusstseins und eröffnet Möglichkeiten zur Kommunikation mit Entitäten, die jenseits menschlicher Sprache existieren. Andererseits birgt sie das Risiko, dass der menschliche Geist selbst zur Quelle von Anomalien wird. Ein einziger unkontrollierter Psioniker könnte ganze Standorte gefährden, nicht durch rohe Gewalt, sondern durch den bloßen Willen, etwas zu verändern. Dr. Reuts Vortrag endet mit einem halb scherzhaften, halb warnenden Satz. Gehen Sie auf die Toilette, holen Sie sich etwas zu trinken und machen Sie sich bereit, mehr über Maßeinheiten, Technik, Geschichte und darüber zu lernen, wie man mit den kleinen Psi-Scheißern fertig wird. Doch zwischen den Zeilen schwingt eine ernste Wahrheit mit. Wenn Gedanken Energie sind, dann ist jede bewusste Handlung ein Eingriff in die Struktur der Realität. Und vielleicht, ganz vielleicht, ist die größte Anomalie des Universums das Denken selbst.